Hallo und willkommen bei DCS World mit der A-10C. Heute die Trainingsmission beschäftigt sich mit dem Zielpot. Ich drücke einfach mal Start. Ja, hallo, willkommen im Cockpit. Wie schon gesagt, heute die Trainingsmission mit unserem Zielpot. Fangen wir einfach mal direkt nochmal an. Welcome to the training lesson on the use of the AN/AAQ-28 Lighting 2 targeting pod. I've engaged the autopilot to maintain altitude and heading. Pay attention to the airspeed and manage the throttle to stay above 200 knots throughout this mission. The targeting pod provides you with the ability to conduct visual target search and designation for weapons delivery at long ranges in day and nighttime conditions. The Lighting 2 features 3 live video modes: Charge Coupled Device, or CCD, and a white hot or a black hot forward-looking infrared flare. The pod can also function in laser spot search and laser spot track modes to track a laser designator from another source on the ground or in the air. Let's examine the air-to-ground page accessed by OSP2. The TGP is now in air-to-ground mode and displaying video. To make the TGP or SOI, press and hold the HOTAS Coolie Hat right command or the K key on the keyboard. Let's review the main features of the TGP display. The center of the display is dominated by the crosshairs and brackets. The brackets indicate the volume of visible area in narrow field of view mode. Immediately to the right of the crosshairs is the yardstick, which indicates the ground distance covered by the right half of the crosshair. The bottom right corner indicates the slant range to the center of the crosshairs. The upper right corner indicates the north arrow, which is stabilized to the ground plane and indicates bearing due north. Press the spacebar key to proceed. So, kleine Anhang von mir ist dazu, was er jetzt da gesagt hat, was ich gezeigt habe. Das hier ist die Anzeige, und zwar ist es ein Metermaß, ein Yardstick, wie man genannt hat. Und zwar zeigt er an, wie breit dieser Teil vom Zielkreuz ist auf dem Boot. Also zum Beispiel, das ist das Ziel. Hier hinterm Zielkreuz. Das heißt, wir könnten von hier ungefähr abschätzen, wie breit der Landebahn ist. So, und jetzt wissen wir ungefähr, dass die Landebahn so ca. 50 Meter breit ist, weil ich habe sie angelegt, die Latte, und die sagt mir 32 Meter. Das ist eine Information, und das ist die Entfernung zum Ziel in Mitte, das ist 55,8 Meter. Machen wir mal weiter. Going around the edges of the display, the top left corner indicates the current field of view and zoom level. OSB 1 through 4 select TGP pages. The top right corner indicates the current video mode. OSB 5 toggles LSS mode. OSB 6 selects between laser and IR pointer and both designation modes. The bottom of the display indicates current location coordinates. Finally, the bottom left corner indicates the attitude reference symbol and clock. Press OSB 1 to enter the control page and access additional options. Hello. Starting with the right side of the display, OSB 7 toggles between latitude, longitude, and MGRS coordinate systems for current location indication. OSB 8 toggles latch on and off modes. In latch off mode, when the laser is fired manually by pressing the HOTAS pinky button, it will only fire as long as the button is pressed down. In latch on mode, the laser will be switched on and off with each press of the button. Note that default profiles for guided munitions will be set for automatic laser operation. OSB 9 toggles between metric, US, and off settings for the yardstick. OSB 17 and 18 are used to enter the laser codes for the laser designator, and LSS mode using the UFC to enter the code. Finally, OSB 20 is used to enter an advisory alert altitude. Press OSB 1 to return to the air-to-ground main page. Noch zur Erinnerung, was ich schon gesagt habe, heute die Anordnung von den Knöpfen ist 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Okay, now for the fun part. Try to slew the pod around. Move the line of sight down into either
side using the hold test slew control switch or the semicolon, comma, period, and / keys on the keyboard. Watch the HUD and TAD displays to see the TGP LOS diamond move to indicate its position over the terrain. You may need to zoom the TAD display out to see the TGP diamond. Also, watch the situation awareness cue on the TGP display, the small square dot. This cue indicates the TGP LOS to either side and down relative to the nose of the aircraft. Notice that when you stop slewing, the TGP enters area track mode. In this mode, the pod is tracking a general area picture and not any individual object. Try switching this to point tracking mode by pressing the hold test TMIS up short command or left control plus up arrow keys on the keyboard. In point tracking mode, the pod is tracking a specific object, including a moving one. If tracking is lost due to masking or other line of sight obstructions, area and point tracking modes are discontinued and replaced by INR inertial A or INR P modes respectively. Press the spacebar key to proceed. Um noch kurz zu sagen, was er jetzt meinte, ist, man kann ja umschalten, und zwar zwischen Flächenbeobachtung, also ich suche zum Beispiel hier dieses kleine Stück Wiese aus und dann beobachte ich dieses Stück Wiese die ganze Zeit. Oder ich suche mir ein Objekt aus, zum Beispiel diese Hangarhalle hier, und er beobachtet die ganze Zeit. Das funktioniert auch bei fahrenden Fahrzeugen. Dafür ist dann so Point-Modus verlegt. One of the main advantages offered by the A-10C upgrade is the integration of avionics components that allow the pilot to quickly locate, identify, and prosecute targets from long range with precision munitions. I've set waypoint 4 in close proximity to some targets, so we can try some additional functions of the TGP. Set your steer point for waypoint 4 using the UFC steer rocker key. Now press hold task China Hat Aft Long or C on the keyboard to automatically slew the TGP to the steer point. You should see a large X-type target range. Press the hold task China Hat Forward short command or the V key on the keyboard to set the TGP to narrow field of view. You can also zoom the video picture. Press and hold the hold task DMIS up command or home key on the keyboard to zoom in toward the target. Now press the hold task boat switch forward command or right alt plus right arrow keys on the keyboard to select FLIR BHOT video mode. You can also try the hold task boat switch aft command or right alt plus left arrow keys on the keyboard to select white hot mode. Now choose a target and initiate either area or point track. An M indication on the TGP display below the crosshairs indicates a masking obstruction. Tracking may not be possible in this case. If this occurs, you may need to turn the nose more on target. You can now press the hold task TMIS up long command or left control plus up arrow keys on the keyboard to make this point your new speed. This can be a very useful function if you are carrying Mavericks, as you could then initiate a slave all to speed command and the Mavericks will be automatically slewed to this point. You can also create a mark point at this location to store in the CDU database. Press the hold task TMIS right short command or left control plus right arrow key command on the keyboard to create mark point A. This concludes the training flight on the AN/AAQ-28 Lighting 2 targeting pod. You can continue to practice using the targeting pod over the target range. Ja, war eigentlich relativ einfach. Wir werden da trotzdem jetzt noch ein paar Runden drehen.
Und zwar schauen wir uns erstmal an, wo wir hier sind. Und zwar ist hier unser Zielgebiet. Quasi da unten. Das sind die Ziele und jetzt werden wir noch mal einen kleinen Zieleinflug machen. Und zwar nehmen wir als Referenz dafür jetzt hier nicht unseren Wegpunkt, sondern diesen Punkt, den wir erstellt haben im Tutorial, jetzt als letztes, den Markpoint. Dazu haben wir Markpoint A genommen. Ich werde jetzt noch mal eine kleine Runde drehen, und zwar, dass wir ein bisschen weiter wegkommen und so, dass wir dann, wenn möglich, noch einmal von hier anfliegen und dann zeige ich schon mal, wie das mit dem Markpoints genau funktioniert. Weil der hat es jetzt nur mal ganz kurz angerissen. Und dass man da noch so schöne Sachen mitmachen kann. So, hier ist erstmal jetzt Standby. So. Jetzt haben wir eigentlich schon einige Fragen, warum hat das Video jetzt so lange gedauert? Ich hatte letzte Woche etwas zu tun. Leider Gottes. Aber ich habe jetzt vor, das jetzt mal etwas mehr Zeit zu nehmen für. Ja, letzte Woche war anstrengend. Und das ganze Wochenende die Arbeit durch. Und als nächstes machen wir dann auch gleich die ungezielten Raketen. Ich denke, das Video kommt dann am Montag. Und Mittwoch habe ich mir vorgenommen, kommt dann die Folgemission dran, so dass wir von jetzt an gesehen quasi Anfang Dezember dann schon mit der Kampagne anfangen können. So, wir dürften jetzt eigentlich wieder genug Entfernung haben. Den Pod schmeiße ich mal wieder an. Da hinten ist unser Zielgebiet. Da noch ein bisschen die Klappe raus, dass wir nicht so arg schnell sind. So. Kann der Autopilot auch machen. So, wir sind jetzt wieder hier auf unserer Zielanlage. Und na. So, jetzt sind wir wieder auf unserer Zielanlage. Und das ist jetzt unser Punkt gewesen, den wir anvisiert haben. Ich nehme dann nochmal hier den ins Visier. Das ist unser nächster Markpoint. Und hier sind noch Fahrzeuge. Hier sieht man glaube ich jetzt besser. Wir haben eins. Ah, doch nicht so wirklich. Da, jetzt haben wir ihn. Den nehmen wir auch mal ins Fokus. Hier. Auf den machen wir auch einen Markpoint. So, suchen wir uns dann noch ein Ziel aus. Da oben ist er. Mit dem gehen wir auch rein, setzen auf den am Markpoint. So, jetzt haben wir
die Geschwindigkeit verdoppelt. So, jetzt haben wir die Markpoints und die Markpoints gesetzt. Man sieht die hier auf der Karte. Jetzt sind wir wieder im Horizontalmodus. Quasi die Kamera ist jetzt wieder vorne justiert. Und ich fliege noch mal eine Runde. Warning, Autopilot. Um euch die Markpoints mal noch mal zu zeigen. Und wie die Kamera dann darauf reagiert. Das wird in den späteren Tutorials noch wichtig. Ich empfehle euch das auch dann hier zu üben. Auch wenn jetzt die Mission etwas dann länger dauert. Ihr könnt dann nämlich so euch da vorbereiten. Und zwar, ich empfehle immer 2 Markpoints zu setzen aus 2 verschiedenen Richtungen. Und zwar einmal von vorne, also der erste Anflug, und dann nochmal um 45 Grad versetzt. Weil ihr, wenn ihr zum Beispiel jetzt Fahrzeuge anvisiert, meistens immer dahinter zielt, weil die Verbindung, also die Linie, die Kamera zielt, ist immer eine Gerade zu dem Punkt und dann durch das Fahrzeug durch. So. Warning, Autopilot. Ja, Autopilot. Okay, gehen wir jetzt erstmal hoch. So. Markpoint C. Und das ist der. Ganz einfach. Jetzt nehmen wir Markpoint D. Na. Oder sind wir wieder übers Ziel geschossen? Ah, wir sind schon wieder zu weit, zu nah dran an dem Ziel. Mal gucken, ob die Kamera das dann trotzdem noch hinkriegt. Ja, hier haben wir das anvisierte Gebäude. Jetzt gehen wir mal auf Markpoint D. Hier haben wir unser anvisiertes zweites Fahrzeug. Das erste, das Gebäude und das andere Gebäude. So. Wie ihr seht, ist es kein Hexenwerk, es ist relativ einfach, die Wegpunkte zu setzen. Ganz wichtig ist natürlich, dass ihr dann aber auch zum Markpoint nutzen hier umstellt auf Markpoint. Und damit beende ich erstmal dieses kleine Tutorial. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn Fragen sind, fragt einfach nochmal. Wir sehen uns im Cockpit. So, wir haben die Mission jetzt erstmal abgeschlossen. Also das Training. Und als nächstes kommt dann ein Übung mit Raketen und der Portkanone. Wir sehen uns dann im